let me tell you a story. Moin Silvia. Ja, letzte Woche hatten wir keine guten Nachrichten, weil das Yogahaus uns weggeflogen ist, beziehungsweise nicht an uns mehr gegeben werden soll. Was hat denn sich jetzt in der Zwischenzeit ergeben? Irgendwie ist die Situation ja ziemlich beschissen damit. Naja, das Yogahaus waren halt falsche Versprechungen. Es war jemand, der ganz euphorisch war, in seinem Gebäude sei ein Raum frei und wir könnten das haben und die Schlüssel bekommen und quasi einfach so gegen Gartenarbeit und Reinigungsarbeiten, so fing es an. Aber im Laufe der Wochen, wo wir unsere Pläne geschmiedet haben, haben sie halt die Dollarzeichen in die Augen bekommen und es endete dann bei: Der Makler hat die Miete auf 2.500 € geschätzt. Irre, echt komplett irre. Und das kann eine Yogaschule im Ein-Mann-Betrieb natürlich nicht erwirtschaften. Ja, wir wollen ja auch nicht mehr so viel machen, wie es vorher Genau, war. insofern ist es schlichtweg unmöglich, so eine Miete zu zahlen. Und dann war ich schon einen Abend sehr enttäuscht und es sind ein paar Tränen geflossen. Aber was uns auszeichnet, gell, wir lassen uns nicht kleinkriegen. Und am nächsten Tag sprach ich bei den Nachbarn vor auf Empfehlung. Und ja, jetzt sind wir in einer ganz kleinen, es ist keine Turnhalle, es ist eine Halle, ein kleiner Saal, in dem die Physiotherapeuten ihre Kraftübungen machen mit den Patienten, und es gibt auch Qigong und 2 andere Yoga-Lehrer und es gibt noch freie Fenster, Zeitfenster, und da habe ich jetzt angefangen, Mittwoch früh und Mittwochabend. Genau, also das sind jetzt 2 Kurse, die du da 2 Gruppen, hast. 2 genau, Gruppen. Abende sind sofort voll, Vormittag natürlich dauert länger, weil natürlich auch hier viele Leute arbeiten. Aber du hast ja noch diese 2 Gruppen, die 2 jetzt hier haben wir am im Haus Garten, sind. Und 2 ja, haben wir im Garten. Die Nachfrage nach Yoga hier ist noch höher als in Deutschland. Und ja, läuft gut an. Und sie sind auch nachsichtig mit meinem Französisch. also ich meine, im Endeffekt kann das ja sogar auch ein Vorteil irgendwie sein, weil wir haben dann nicht diese wahnsinnigen Fixkosten an der Backe. Und so ist es nur die Raummiete. Natürlich ist es dann nicht das Studio, wie man es vielleicht sich vorher vorgestellt hat. Aber muss es denn das überhaupt sein? Ist es nicht vielleicht sogar so eine Lösung dann am Ende des Tages die bessere, weil du musst nur deine Kurse organisieren und sonst nichts? Naja, das Studio kann ja noch kommen, wenn es dann eine Schülerschaft gibt. Aber Die jetzt, halt nicht nur aus. Nein, es läuft sehr gut an. Die Nachfrage ist enorm. Die Nachfrage ist enorm nach klassisch indischem Yoga, weil die meisten hier Yoga, Power Yoga machen, Yoga Flow. Und natürlich spricht es nicht jeden an, ne? Wenn die Leute Ruhe suchen und ja. und Gesundheit suchen, Rücken. Wenn die Leute nicht jung, schlank und super sportlich sind, dann finden sie halt eher ihren Platz im Hatha Yoga, ne? Wo jeder mitmachen kann, fast jeder. Heute ist mal wieder ganz schön dunkel hier, aber jetzt habe ich trotzdem noch eine Frage. Ja. Mein Eindruck ist, du hast ja jetzt nicht nur in Anführungsstrichen Weiße, also Menschen, sondern auch Kreolen und vor allem auch indischstämmige. Ich habe irgendwie sogar so ein bisschen den Eindruck, dass die vielleicht auf der Suche nach ihren Wurzeln sind oder so, weil da kommt ja auch sehr viel so spirituelles Feedback irgendwie, oder? Ja, ich freue mich, dass nicht nur die Europäer kommen, sondern ja, wir haben die Kreolen und wir haben auch die Renesen mit indischen Vorfahren, die ja in Teilen auch über Yoga gar nicht viel wissen. Manche schon. Ich will hier jetzt kein allgemeines Urteil abgeben, dafür bin ich zu neu. Aber ja, natürlich interessieren sich die indischstämmigen auch für Yoga. Ja. Und das ist schön, die Gruppen sind gemischt. Ja, und das ist doch auch, du hast viele Unterrichts, naja, nicht viele, aber hast ja jetzt ein bisschen auch was besucht bei anderen Yogalehrern und hattest irgendwann mal gesagt, das sind Es hauptsächlich ist sehr weiß und Festlandsfunktion- sehr, ja. nein, das weiß ich nicht, aber es ist sehr weiß und sehr weiblich. Und bei uns war es jetzt bunter gemischt.
Das ist doch schön. Aber in Hohenstadt war es auch immer bunt gemischt. Jedes Alter, jeder Gesundheitszustand. Weil natürlich Hatha-Yoga eine größere Zielgruppe hat als Power-Yoga. Ja, ja. Ist halt so. Ja, dann hoffen wir jetzt mal das Jeder Beste, glücklich. Ja. dass es gut Ich bin weitergeht. erkältet, wie man hört. Und ja, hier kriegt man auch im Winter seine Erkältung, was im Sommer ist. Ja, Merkt es ist man auch ganz schön krass. bewölkt. In Vorhin hat es diesem auch mal. Sinne, Shanti. Auf Wiedersehen. Ja, und wir Ciao. sind halt keine Profis. Es läuft uns noch nicht drüber, am Ende immer zu sagen, lasst ein Abo da, ein Like. Drückt auf den Knopf mit der Glocke. Das ist auch was ich erst vor ein paar Tagen entdeckt habe, dass man dann immer informiert wird bei seinen Abos. Ihr hört's, ich bin auch noch erkältet, aber mei, das sind halt die Dinge, die sich dann da auch so ergeben. Gehabt euch wohl. Abo, Glocke, Likes. Bis dahin, ciao.